und Kinder. Im ersten Teil haben wir uns die Vorteile der natürlichen, selbstbestimmten Geburten angesehen. Nun geht es im zweiten und anschließend dritten Teil um einige Möglichkeiten und Methoden, die Eltern dabei helfen, die biologischen Grundbedürfnisse ihrer Kinder in den ersten Jahren zu achten und sie dadurch in ihrer gesunden und lebensfrohen Entwicklung zu begleiten. Heutzutage hat unsere Gesellschaft beinahe vergessen, dass die Biologie und Instinkte eines Neugeborenen heute immer noch völlig identisch mit denen eines Neugeborenen von vor Tausenden von Jahren sind. Wir denken, dass sich das Baby nicht so anstellen und schreien soll, wenn es mit einem Jahr allein in seinem Zimmer ein- und durchschlafen soll. Schließlich machen das ja alle Freunde auch so, und wir haben ja auch ein Babyphone installiert, sodass überhaupt keine Gefahr droht. Nur, weiß das Baby, dass keine Gefahr droht? Weiß das Baby, dass die Eltern es über das Babyphone hören können? Dass sie im Nachbarzimmer schlafen und nicht ohne das Baby weitergezogen sind? Oder sagen ihm seine Steinzeitinstinkte, schrei um dein Leben? Was, wenn ein Raubtier kommt? Was, wenn ein plötzlicher Temperatursturz kommt? Unter Beachtung der Biologie und Menschheitsgeschichte lassen wir also alle intellektuellen und kulturellen Ideen außen vor und überlegen instinktiv, was unser Steinzeitbaby auch heute noch benötigt, um sich sicher zu fühlen und optimal entwickeln zu können. Wir fragen uns, was könnte unser Steinzeitbaby für biologische Grundbedürfnisse haben, wenn sein Überleben zu 100% davon abhängt, ob es rund um die Uhr die Geborgenheit der Eltern wahrnehmen kann? Was für Auswirkungen hat es, wenn das kleine Baby nachts brüllend und in Panik alleine gelassen wird, weil Bestseller-Autoren der Ansicht sind, dass jedes Kind alleine schlafen kann? Wie machen das eigentlich all die Menschen in den Ländern, wo es keine Windeln gibt? Werden die Eltern dort von morgens bis abends eingesaut? Und wie wurde vor tausenden Jahren Babybrei hergestellt? Nicht alle, aber ein paar der in diesem Zusammenhang wichtigen Themen sind in der bedürfnisorientierten Erziehung enthalten, was eine hervorragende Grundlage für eine tiefe Bindung zwischen Eltern und Kind darstellt und dessen Urvertrauen in die Eltern und die Welt festigt. Dabei geht es darum zu erkennen, warum das Baby sich unwohl fühlt, also welche Grundbedürfnisse nicht erfüllt sind, und angemessen darauf zu reagieren, damit es sich wieder wohlfühlt. Die bedürfnisorientierte Erziehung, im Englischen Attachment Parenting, geht auf den Kinderarzt Dr. Sears zurück, der im Folgenden beschreibt, wie sie entstanden ist. Well, then we started having children, one after another and one after another. And then we realized that the books at that time, they didn't connect mothers and babies. They separated them. Yes. So after 5 babies, and in fact Martha at one time said, never read a book written by anyone who hasn't had 5 babies. Because you learn on the job. When I first started practice, I realized I had to go back to school. And who would be my teachers? Moms in my practice, whose kids I liked. So I'd pick out the kids who were well-disciplined, healthy, well-nourished, mentally and physically, who ate good foods, who were polite, looked you in the eye, made eye contact. And I said, oh, what did you do in the first year? And I'd write it down. And that's how we came up with attachment parenting. Wow. You know, it was kind of on-the-job training that moms who did this in the first few years, their children turned out the way they wanted. Well-disciplined, successful, empathetic. I've never yet seen a school bully who was attachment parented. That is Because amazing. they care. Yes. What attachment parenting is, imagine you and your husband are having your first baby and you're on an island somewhere and no one's around, no psychologists, no pediatricians, no mother-in-laws, no one to tell you what to do. Like let your baby cry and don't pick them up all the time, you'll spoil them, all that nonsense. Attachment parenting is what you would instinctively do. That is so You true. know? And like you mentioned before, when we were talking in the kitchen, Caroline, about the advice you had, let my baby cry. That is absolutely the worst advice. I couldn't agree more. It's a You've terrible heard advice. that. All right. How does that feel to you when somebody said that to you? Against what my instincts were telling me. It was against your instinct. And see, what
when I tell moms that whenever you hear advice, first run it through your instinct. Die 3 wichtigsten Säulen bei der bedürfnisorientierten Erziehung, Begleitung oder Elternschaft sind das gemeinsame Schlafen, Tragen sowie Stillen nach Bedarf, die wir uns nun der Reihe nach anschauen werden. Was wäre mit einem Steinzeitbaby passiert, wenn es alleine im Unterschlupf schläft und die Eltern nicht bei sich spürt? Wer kann es vor dem Raubtier schützen, was leise herbeischleicht? Wer kann es wärmen, wenn die Temperatur plötzlich sinkt? Das Getrenntschlafen scheint eine ziemlich neue Erfindung der westlichen Welt zu sein, die im völligen Kontrast zu den fundamentalen Überlebensbedürfnissen der Babys steht. Nadine Wenger erläutert im Folgenden einige weitere Vorteile des gemeinsamen Schlafens und greift auch schon das Thema Windelfrei kurz auf, was wir uns im nächsten Teil anschauen werden. Auch wenn ein Kind schläft in der Nacht, auch dann ist es wichtig, dass das Baby immer wieder Kontakt zur Mutter hat. Das heißt, wir praktizieren eigentlich das Mutter-Baby-Bett, teilweise auch Familienbett, aber meistens eigentlich eher Mutter-Baby-Bett. Das heißt, ich habe die Kleinste jeweils gleich neben mir. Das ist für mich auch am einfachsten. Ich kann einfach, wenn sie wach wird in der Nacht, kurz das Baby nehmen, dann stille ich sie und meistens halte ich sie auch gleich noch über das Töpfchen, falls sie Pipi machen muss, denn sie ist auch nachts bei mir windelfrei. Das klappt super. Seit Geburt eigentlich mit kurz mal Zwischenphasen funktioniert das so blendend. Also ich finde es sehr praktisch und einfach. Das heißt, sie hat auch nachts keine Windeln an. Wir benutzen gar keine. Und ansonsten, wenn man Windeln hat, ist das natürlich auch kein Problem. Es geht darum, dass man das Baby wirklich bei sich hat, nebenan liegen hat und dass es die Nähe spürt. Dass es wirklich auch, wenn es wach wird, dass jemand da ist, dass jemand reagiert. Nun, da möchte ich eben auch kurz auf Bücher ansprechen, die eben solche Schlafprogramme und Weinen lassen, Schreien lassen, Programme propagieren. Das finde ich ganz traurig und ich denke, wenn einem die Entwicklung des eigenen Kindes wichtig ist, dann sollte man wirklich auf solche Methoden, eigentlich das Quälen des Kindes, indem man es einfach schreien lässt, zum Teil bis es erbrechen muss, einfach nicht reagieren. Das ist etwas Furchtbares und ich denke, wenn einem wirklich etwas daran liegt, dass das Baby sich gut entwickelt, dann lässt man die Finger von solchen Programmen. Es ist wichtig, dass das Baby das Bedürfnis kundtut, das heißt, wenn es weint, dass man auch als Mutter, als Vater darauf reagiert. Das Reagieren hat nichts damit zu tun mit dem Mythos des Verwöhnens. Man kann kein Baby verwöhnen, denn es hat einfach seine Grundbedürfnisse und die sollen erfüllt werden. Es ist wichtig, es kann sich ja gar nicht anders mitteilen als durch Weinen. Und wenn man es weinen lässt, dann hinterlässt das Spuren in der Seele des Kindes, in der Persönlichkeit und man bricht den Willen, man bricht den Menschen. Und das ist nicht das Ziel von uns Eltern, von uns liebevollen Eltern. Wir haben unsere Kinder je nach Phase bis heute mit Stillen, Tragen, Singen oder Vorlesen in den Schlaf begleitet. Teilweise haben wir alle zusammen im Familienbett geschlafen, zumeist aber ich mit dem älteren und meine Frau mit dem jüngeren Kind, da jeder so einfach mehr Schlaf bekommen hat. Dies war zwar anfangs eine Umstellung, gleichzeitig aber auch ein wunderbarer Anfang und Abschluss eines fast jeden Tages, für die Kinder, aber auch für uns. Auch konnte das nächtliche Stillen, so ohne Aufstehen, einfach im Dunkeln erfolgen, sodass es eine viel geringere Unterbrechung der nächtlichen Erholung war, als wenn dies mit Aufstehen und Licht verbunden gewesen wäre. Als Jäger und Sammler waren unsere Vorfahren viel unterwegs. Die einzige Möglichkeit, das Kind mit sich zu bewegen, war das Tragen am Körper, wo es außerdem permanent geschützt war vor den Gefahren der Umgebung. Menschenbabys gehören biologisch zur Kategorie der Traglinge, wie man zum Beispiel am ausgeprägten Greifreflex erkennen kann. Das heißt, sie kommen unreif auf die Welt und verlassen den Körper der Tragenden erst mit zunehmender Entwicklung ihrer Sinnesorgane und Fähigkeiten der eigenen Fortbewegung. Zum Thema Tragen hören wir eine Kurzeinführung der Trageberaterin Isabel,
die einige der Vorteile auf den Punkt bringt, sowie ein paar von Dinas Beobachtungen ihrer Afrikareise. Im Bauch der Mama, im Bauch der schwangeren Mama, werden automatisch alle Bedürfnisse des Babys erfüllt. Das Baby kann jederzeit essen und trinken, wann es möchte. Temperatur und Druck sind die ganze Zeit konstant oder verändern sich minimal. Alle Geräusche wie der mütterliche Herzschlag, die Magengeräusche, die Stimmen von außen sind ganz beruhigend. Laute Geräusche, wie zum Beispiel Feuerwehr, was gibt es noch für laute Geräusche? Geschwisterkinder werden gedämpft. Das Baby erfährt regelmäßig Bewegung, nämlich immer dann, wenn du dich bewegst. Und es kann jederzeit schlafen, wenn ihm danach ist. Mit der Geburt werden die Babys dann ganz plötzlich aus dieser geschützten und sicheren Umgebung herausgerissen und sind komplett hilflos und abhängige Wesen. Abhängige, unreife Wesen. Ein Baby auf dem Arm in einem Tuch oder in einer Tragehilfe zu tragen, ahmt die Enge und den Druck, den sie aus der Gebärmutter kennen, nach. Ich glaube ganz fest daran, dass Babys immer wieder Gebärmutterheimweh haben und gerne wieder zurück in den schützenden Bauch haben, wo einfach alles perfekt war. Das Tragen bietet deinem Baby wie die Gebärmutter eine schützende und sichere Umgebung sowie eine perfekte Position, um die Welt zu erleben und kennenzulernen. Wenn ein Baby getragen wird, stimuliert das Schwanken und das rhythmische Schaukeln deines Körpers sein Gleichgewichtsgefühl und gibt ihm ein sicheres Gefühl im Raum. Ganz, ganz wichtig, dieses Gleichgewichtsgefühl zu lernen, ob du hoch oder runter gehst, ob du dich schnell oder langsam bewegst. Das hilft dann auch deinem Baby später, wenn es selbst laufen lernt. Aus der Trage hat das Baby eine großartige Sicht mit gleichzeitiger Geborgenheit, denn es weiß, hier ist es sicher. Ganz wichtig, das Baby sollte immer aufrecht getragen werden und mit Blick zu dir. Ein Kinderwagen oder ein Laufstall ist kein Ersatz im Vergleich zu der Aussicht und den verschiedenen Eindrücken, wenn es von seinen Eltern getragen wird. Im Kinderwagen schauen die Babys meistens nur die Decke des Kinderwagens an und erleben längst nicht die Eindrücke, die das Baby erleben kann, wenn es getragen wird von der Mutter. Und andersrum kann das Baby natürlich auch jederzeit, wenn es zu viel wird, die Augen zumachen, sich anschmiegen und weiterschlafen. Babys, die getragen werden, erleben eine ganz andere Sinneswelt, und zwar die du im Laufe deines Tages auch erlebst. Wenn das Kind auf dem Arm getragen wird, erhält es einen sicheren Ort, von dem aus es die Welt betrachten kann. Von diesem sicheren, bekannten Ort aus lernen Babys etwas über das Unbekannte, alles, was die Babys noch nicht kennen, aber sie sind in Sicherheit bei dir. Ich bin das erste Mal mit den Themen langes Stillen, Tragen und Familienbett während meiner Afrikareisen konfrontiert worden. Das war so 2002, 2003, da hatte ich selber noch keine Kinder. Und ich kann mich noch erinnern, wie ich fasziniert die afrikanischen Frauen beobachtet habe, wie sie ihre Säuglinge und Kleinkinder jederzeit mit sich herumtrugen, ob sie etwas auf dem Markt verkauften oder ob sie auf dem Feld arbeiteten oder ob sie irgendwo was hintrugen, ob sie irgendwo unterwegs waren. Während ihrer Arbeit, während ihrer Freizeit, immer waren die Kinder dabei. Es gibt da so bestimmte Tücher in Afrika, die haben je nach Land verschiedene Namen. Und dann werden sich die Kinder einfach auf den Rücken gebunden. Und ich habe immer wieder festgestellt, wie friedlich diese Kinder sind, wie harmonisch das Miteinander von Mutter und Kind. Die Kinder, ich habe keine schreienden Kinder gesehen. Die Grundbedürfnisse der Kinder waren erfüllt, wenn sie immer bei der Mutter waren. Ich habe auch die afrikanischen Frauen jederzeit stillen sehen, wenn es nötig war, auch öffentlich, das war überhaupt kein Problem. Und ich weiß auch von afrikanischen Frauen, dass sie, solange sie stillen, die Kinder auch bei sich im Bett schlafen lassen, wenn nicht sogar später, wenn sie aufgehört haben zu stillen, dass die Kinder zumindest mit im Schlafraum schlafen. Bei uns haben Mama, Papa oder Oma unsere Kinder meist mehrere Stunden pro Tag getragen. In der Trage waren sie immer sehr zufrieden und auch die langen Spaziergänge mit ihnen waren für uns Erlebnisse, die wir niemals missen möchten. Ein schön runder, statt plattgelegener Hinterkopf sowie ein sehr frühes Laufen durch den beim Tragen ständig trainierten Gleichgewichtssinn waren neben der starken Bindung zwischen Tragendem und Tragling einige der positivsten Folgen. Eine Mutter, die ihr Steinzeitbaby beinahe rund um die Uhr im Körper hat, sei es tagsüber durch Tragen oder nachts durch gemeinsames Schlafen, kann die täglichen Bedürfnisse ihres Babys viel leichter und schneller erkennen, als wenn dieses oft nicht in unmittelbarer Nähe ist.
Ein häufiges Schreien, um Nahrung zu erhalten, wäre vermutlich für das Überleben auch nicht sonderlich förderlich gewesen. Zum Beispiel, wenn durch das Schreien Raubtiere angelockt werden. Auch gab es keine Ratgeber, in welchen Abständen die Kinder optimalerweise gestillt werden sollten. Das heißt, es ist biologisch gesehen natürlich, dass das Baby signalisiert, wann es trinken möchte, was sich Stillen nach Bedarf nennt. Und wenn ihr stillt, ihr Mütter, dann freut es mich umso mehr. Dann lasst es so oft ihr wollt, so oft es möchte, an die Brust. Auch da gibt es überhaupt keine Regeln oder irgendein Abstand, zeitlicher Abstand oder so einzuhalten, überhaupt nicht. Das sind alles alte Vorstellungen, die man wirklich weglassen kann. Nein, Stille nach Bedarf, das heißt, es kann an die Brust, wenn es möchte. Es ist nicht nur Nahrungsaufnahme, sondern es ist auch wirklich das Bedürfnis, dieses Saugbedürfnis zu befriedigen und auch die Nähe zu spüren und zu erfahren. Denn die Babys trinken meistens nicht sehr lange, sondern es geht dann wirklich nur noch darum, dass sie diese Nähe spüren und so auch eben friedlich einschlafen können. Viele Frauen wundern sich, dass die Milchproduktion oftmals schrittweise zum Erliegen kommt, wenn das Baby nur alle paar Stunden gestillt wird. Dies ist die körperliche Anpassungsreaktion, wenn die Milchproduktion durch die unnatürlichen Rhythmen nicht genügend angeregt wird. Genauso wie die körperlichen Muskeln abbauen, wenn man diese wenig benutzt, verringert sich auch die Milchproduktion, sobald das Baby diese nicht immer wieder, auch durch häufiges Saugen, anregt. Zuerst haben unsere Kinder durch Körpersprache wie Kopfdrehen, Fingerlutschen oder Schmatzen signalisiert, dass sie trinken wollen. Teilweise war dies alle halbe Stunde, teilweise alle 2 Stunden. Es war völlig unterschiedlich, je nachdem wie viel Energie oder Nähe sie gerade für ihre Entwicklung benötigt haben. Mit einem Jahr haben sie es dann zunehmend mittels Babyzeichen kommuniziert, was im nächsten Teil vorgestellt wird und eine hervorragende Kombination war. Wieso macht es nun tatsächlich für die Gesundheit des Babys einen enormen Unterschied, ob seine biologischen Grundbedürfnisse beachtet werden? Und was hat es mit Windelfrei, Breifrei und Babyzeichen auf sich? All dies schauen wir uns im folgenden 3. Teil an.